Das heutige Video erzählt die mysteriöse Geschichte eines schrecklichen Verbrechens, das sich im Jahr 1959 ereignete. Die Ermittlungen dauerten in diesem Fall genau 65 Jahre. Erst Mitte November 2024 wird die Identität des Opfers feststehen und viele Fragen der Ermittler werden beantwortet werden. In den späten 1950ern war Mequon, Wisconsin, eine ruhige und wohlhabende Stadt. Mit ihren gepflegten Straßen, umgeben von dichten Wäldern und Feldern, fühlte sie sich gemütlich und sicher. Heute ist Mequon die bevölkerungsreichste Stadt in Ozaukee County, aber damals lebten dort nur 8000 Menschen friedlich zusammen und fast jeder kannte jeden mit Namen. In dieser idyllischen Atmosphäre des Friedens und der Ruhe pflückte am 4. Oktober 1959 ein Anwohner in der Nähe der Davis Road Blumen. Das Einzige, was die Frau an diesem warmen Sonntagnachmittag hätte stören können, war der drohende Regen, der sie vielleicht daran gehindert hätte, einen großen Strauß ihrer liebsten Herbstblumen zu pflücken. Aber die unmittelbare Zukunft sah viel düsterer aus. An einer Stelle näherte sich die Naturliebhaberin einem Durchlass und sah etwas, das sie wohl für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen wird. In dem Gully lagen die entstellten Überreste eines menschlichen Wesens. Die gesamte Polizei der Gegend eilte zum Ort des grausigen Fundes. Es stellte sich heraus, dass ein Kopf mit blondem Haar und einige andere Skelettteile in der Nähe des Abflusses lagen. Insgesamt fand die Polizei in den ersten 24 Stunden der Ermittlungen Knochen von Beinen, Armen und Teilen des Torsos. Etwa einen Kilometer weiter nördlich fanden sie einen teilweise verbrannten Karton, der auf den ersten Blick Haut und Knochenteile zu enthalten schien, sowie eine Stofftasche, eine Arbeitshose und eine Zeitung aus Milwaukee vom Mai 1959. Am Ende des Tages fing an zu regnen, vor dem sich die Frau, die Blumen gepflückt hatte, so sehr gefürchtet hatte, da sie noch nicht wusste, was sie sehr bald erleben würde. Das Unwetter setzte dem ersten Tag der Suche ein Ende. Doch im Laufe der nächsten Woche fanden die Ermittler bei der Durchsuchung des Oberbodens unter dem Rohr fast das gesamte Skelett des Opfers. Obwohl alle gerichtsmedizinischen Untersuchungen noch ausstanden, sagte der Polizeichef von Mequon, Robert Meek, im Vertrauen auf seine Erfahrung: Es besteht kein Zweifel, dass dieser Mann ermordet wurde. Der Leichnam war sehr starken Umwelteinflüssen ausgesetzt, sodass nicht festgestellt werden konnte, wie lange der Mann schon tot war. Der Gerichtsmediziner von Ozaukee County, Dr. James Walsh, untersuchte die Leiche am Tag ihrer Entdeckung und kam zu dem Schluss, dass das Opfer 2 bis 4 Monate im Freien gelegen hatte. Später wurde diese Zeitspanne auf 6 Monate ausgedehnt. Dieser Aspekt war das erste Rätsel des mysteriösen Falles, aber keineswegs das letzte. Zunächst wurde festgestellt, dass es sich um ein Mädchen im Alter zwischen 6 und 8 Jahren handelte. Eine gründlichere Untersuchung ließ jedoch später Zweifel an dieser Behauptung aufkommen. Charles Wilson, der Leiter des staatlichen Kriminallabors, war nicht in der Lage, das Geschlecht der gefundenen Überreste eindeutig zu bestimmen. Die Polizei begann mit der Befragung von Anwohnern, und es wurde schnell klar, dass ein Mann, der in der Nähe wohnte, vor einigen Monaten ein Auto gesehen hatte, aus dem ein kindlicher Arm schlaff herabhing. Der Zeuge rief die Polizei, die jedoch zu spät kam. Das Auto mit der mysteriösen Ladung war bereits weggefahren. Dieser Bericht und die auf Mai 1959 datierte Zeitung gaben eine sehr genaue Vorstellung von der Tatzeit. Die Ermittler suchten in allen Akten des Bezirks nach Informationen über vermisste Personen. Es stellte sich heraus, dass gerade im Mai 1959 die 6-jährige Nancy Mary Ritchie mit ihrer Mutter im benachbarten Milwaukee verschwunden war. Der Vater des Mädchens erschien bald darauf mit einer Haarlocke seiner Tochter im staatlichen Kriminallabor, konnte die Leiche aber nicht identifizieren. Da die Polizei inzwischen vom Gerichtsmediziner erfahren hatte, dass an den Überresten mehrere verheilte Frakturen gefunden worden waren, nahm Chief Mick Kontakt zu Ärzten auf, die Nancy wegen ähnlicher Verletzungen behandelt haben könnten, in der Hoffnung, dass Röntgenbilder erhalten geblieben waren, die die Polizei untersuchen konnte. Keiner der Ärzte meldete sich jedoch jemals. Schließlich wurden das Mädchen und seine Mutter lebend gefunden, und alle freuten sich über dieses Ergebnis. Auf diese Weise geriet jedoch eine so vielversprechende Version in eine Sackgasse. In der Zwischenzeit meldete sich eine Frau aus Cincinnati, 750 Kilometer von Mequon entfernt, bei der örtlichen Polizeistation in der Annahme, dass die gefundenen Überreste zu ihrer vermissten 6-jährigen Enkelin Phyllis John Feeney gehörten. Doch auch dieser Hinweis erwies sich als falsch.
Die Leitung der Region mobilisierte alle möglichen Polizeikräfte und die besten Experten, konnte aber weder den Fall lösen noch das Opfer identifizieren. Schließlich blieb die Leiche im Labor der Stadt Madison liegen und er erhielt die Identifikationsnummer 6426 Gray. Josephine Briney wurde im Jahr 1931 geboren. Nach den Möglichkeiten des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts war Josephine das Kind der 36-jährigen Anna Louise, was man von ihrem damals fast 66 Jahre alten Vater Jacob nicht sagen kann. Der Mann hatte viele Jahre lang in der Isle Royal Mill gearbeitet. Aus gesundheitlichen Gründen musste er 1932, als Josephine erst ein Jahr alt war, seine Stelle aufgeben. Weniger als 7 Jahre später starb das Familienoberhaupt, und als das Mädchen 16 Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter. Im mittleren Alter begann Anne Briney mit einer schweren psychischen Erkrankung zu kämpfen. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr eine involutionale Melancholie, ein Begriff, der die psychiatrischen Beschwerden beschreibt, die häufig bei Frauen in den Wechseljahren diagnostiziert werden. Die Symptome von Annas Zustand würde man heute als bipolare Störung, Schizophrenie oder Depression bezeichnen. Im Januar 1948 wurde sie in das Newbury State Hospital eingeliefert und nur 2 Wochen später, am 9. Februar, starb sie laut Krankenhausunterlagen an Erschöpfung, die durch eine Geisteskrankheit verursacht wurde. Zweifellos hatten die Krankheit und der darauf folgende Tod ihrer Mutter tiefgreifende Auswirkungen auf Josephine. 4 Jahre später wurde sie schwanger und brachte am 26. Februar 1952 einen Sohn zur Welt, den sie Chester Alfred Briney nannte. Über den Vater des Kindes ist nur bekannt, dass er sich weder um die Mutter seines zukünftigen Kindes noch um sich selbst kümmern konnte oder wollte. Es ist nicht bekannt, wie die Beziehung zwischen Josephines mehreren verheirateten Schwestern, von denen die jüngste damals 26 Jahre alt war, und ihrem 17 Jahre älteren Bruder war. Aber sie hatten offensichtlich nicht die Absicht, der einsamen jungen Mutter zu helfen. Schließlich traf die junge Frau, die keinerlei Unterstützung hatte und sich in einer Notlage befand, eine aufopferungsvolle Entscheidung und gab ihr neugeborenes Kind zur Adoption an eine liebevolle Familie, die ihm ein besseres Leben bieten konnte. Ab, wie es in ihrem Nachruf heißt. Sie starb im Jahr 2001 im Alter von 70 Jahren. Die Dokumente erzählen die Geschichte der Ankunft des Kindes im Internat ein wenig prosaischer. 9 Monate nach der Geburt ihres Sohnes entschied das Nachlassgericht von Houghton County, dass Josephine nicht in der Lage war, für das Kind zu sorgen, und wies es in das Goodwill Farm Waisenhaus in derselben Stadt Houghton ein, in der der Junge geboren wurde. Der Name des Waisenhauses ist kein Zufall. Pfarrer Holzhausen gründete das Waisenhaus und die Schule für Kinder, die ihre Väter durch Bergbauunfälle verloren hatten, 1999 auf einer richtigen Farm. Es wurde später durch ein großes Backsteingebäude in der Nähe des Campus des Michigan Institute of Technology ersetzt. Zu jener Zeit war es eine der wenigen Einrichtungen dieser Art in der Region, weshalb sich praktisch alle Einheimischen, die ein Kind adoptieren wollten, an die Goodwill Farm wandten. Genau das geschah in unserer Kriminalgeschichte. William Russell Utila war eines von mindestens 10 Kindern von Michael, Mikko of Finnish, und Alida Utila aus Torch Lake Township. Williams Eltern kamen aus Finnland in die Vereinigten Staaten und ließen sich in einer Region nieder, in der viele Menschen aus ihrem Heimatland lebten. Eines Tages sah der Junge im Haus seiner Tante das Bild einer jungen, geschiedenen Frau aus Finnland, und es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Die Tante organisierte die Korrespondenz des Paares, und so begann ihre Affäre. Schließlich segelte die 26-jährige Hilja Puska im Mai 1950 in die Vereinigten Staaten, um ihre Zukunft kennenzulernen. Wenige Tage nach ihrer Ankunft in Amerika heirateten sie und William. Es war eine glückliche Ehe, in der den jungen Leuten jedoch ein wichtiger Aspekt fehlte. Sie träumten beide von einem Kind. 1,5 Jahre nach ihrer Heirat kamen sie zu dem Schluss, dass es für sie nicht möglich sein würde, ein eigenes Kind zu bekommen, und beschlossen, sich im Goodwill Farm Waisenhaus zu bewerben. Im November 1952 teilte das Waisenhaus William und Hilla mit, dass sie einen Jungen namens Chester in ihrer Obhut hätten, der per Gerichtsbeschluss seiner Eltern beraubt worden war. Das Heim fragte, ob sie bereit wären, das Kind in Pflege zu nehmen. Das Ehepaar antwortete, dass sie dazu bereit seien. Chester zog noch am selben Tag in ihr Haus ein. Die neuen Eltern trafen sich mit der leiblichen Mutter ihres Sohnes, Josephine Briney, aber nur anfangs. Später waren sie an diesen Treffen nicht mehr interessiert.
Die offizielle Adoption von Chester fand 2,5 Jahre nach der eigentlichen Adoption am 24. März 1955 statt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen neuen finnischen Namen erhalten, Markku Edward Michael Juttila. Die Muttersprache von William und Hilla war Finnisch, und sie brachten es ihrem Sohn bei. Als Markku in die Schule kam, verstand er daher nur wenig Englisch. Im Dezember 1958 war das Leben im Haushalt der Juttilas kaum noch unbeschwert. William konnte wegen einer Beinverletzung seit 2 Jahren nicht mehr in der Mine arbeiten. Tatsächlich war Hilja die einzige Ernährerin der Familie. Die Frau verdiente Geld, indem sie zu Hause Wäsche wusch und bügelte. Kurz vor Weihnachten kamen Williams Eltern zu Besuch, doch zu ihrer Überraschung fanden sie die Familie nicht in ihrem Haus vor. Die verblüfften Leute sahen, dass Hiljas Wäsche auf Seilen hing. Es sah jedoch so aus, als wäre schon lange niemand mehr im Haus gewesen. Williams Brüder brachen in das Haus ein und stellten fest, dass die Familie die Wohnung offensichtlich in aller Eile verlassen hatte. Das Essen war in der Küche mitten in der Zubereitung liegen geblieben. Weder William noch seine Frau hatten eine Nachricht hinterlassen. Sie waren einfach spurlos verschwunden. Im Laufe der Jahre wusste die große Familie Juttila nichts über die verschwundenen Angehörigen. 7 Jahre vergingen in dieser Ungewissheit und plötzlich, Ende 1955, kam ein Brief von William, in dem er über ihr Leben an einem neuen Ort berichtete und sogar die Adresse ihres neuen Hauses in Chicago angab. Kurz nach Erhalt dieser Nachricht reisten Williams Brüder eine kurze Strecke weiter und kamen ihn besuchen. Zu ihrer großen Überraschung bestand die Familie nur aus 2 Personen. Markku war nirgends zu finden. Die Eltern erklärten, das Kind sei in einem Krankenhaus für geistig behinderte Kinder in Behandlung. Diese Erklärung kam ihnen äußerst seltsam vor, da niemand, der ihm nahe stand, jemals etwas Ungewöhnliches am Verhalten des Jungen bemerkt hatte. Schweren Herzens kehrten die Männer nach Hause zurück. Nach einiger Zeit kamen sie jedoch erneut, diesmal ohne Ankündigung ihrer Absichten. Wieder stellten die Männer die Frage, wo war das Kind? Diesmal sagte ihr jüngerer Bruder William, dass das Kind gerade in der Nachbarschaft spielte. So sehr die Brüder William auch liebten, es war offensichtlich, dass er sie anlog, und Markku war eindeutig etwas zugestoßen. Zurück in Michigan wandten sich die Verwandten an das Houghton County Sheriff's Department und berichteten ihnen von dem seltsamen Verhalten Williams. Die Polizeibeamten nahmen die Informationen ernst und schickten ein ganzes Team, bestehend aus einem Sergeant, 2 Ermittlern und vor allem Deputy Sheriff Francis Heidemann, nach Chicago. Als die Ordnungshüter an die Tür des Hauses der Familie Juttila klopften, stellte sich heraus, dass das Ehepaar den Besuch überhaupt nicht erwartet hatte. Nach den ersten Fragen begannen die Eheleute, ihre Aussagen untereinander auf Finnisch abzustimmen. Sie waren sich sicher, dass niemand sie verstand und sprachen alles offen an, und das war ihr größter Fehler. Deputy Sheriff Heidemann war finnischer Abstammung und sprach ebenso gut Finnisch wie das Ehepaar Juttila. Er erzählte den anderen Beamten, was er gehört hatte, und das Verhör von William und Hilja nahm eine andere Wendung. Sie wurden getrennt befragt und die Ungereimtheiten in ihren Aussagen wurden schnell deutlich. Es scheint überraschend, aber in all den Jahren, die vergangen waren, hatten sie sich nie auf die Details einer gemeinsamen Version geeinigt. Im Allgemeinen behaupteten sie, ihr Sohn sei von der Schule nach Hause gekommen, habe sich krank gefühlt, sei ins Bett gegangen und gestorben. Angeblich gerieten sie in Panik, weil sie fürchteten, beschuldigt zu werden, nicht rechtzeitig einen Arzt aufgesucht zu haben, wofür sie kein Geld hatten, und sagten auch, dass sie kein Geld hatten, um das Beerdigungsinstitut zu bezahlen, so dass sie beschlossen, den Leichnam selbst zu entsorgen, ohne die offiziellen Dienste zu rufen. Aus Angst vor einer Bestrafung ergriff das Paar die Flucht. Nicht nur, dass die Version der Ereignisse lächerlich wirkte, auch die Details der angeblichen Ereignisse waren für das Paar unterschiedlich. Wie die Chicago Tribune berichtete, sprach Sergeant William Gorman schließlich William Juttila an und sagte ihm, dass seine Aussage nicht mit der seiner Frau übereinstimmte. William brach zusammen und sagte, Markku gibt es nicht mehr, Hilja hat ihn zu Tode geprügelt. Unmittelbar nach Williams Geständnis teilte Sergeant Gorman Hilja mit, ihr Mann hat sich mit Gott versöhnt, indem er den Mord an seinem Sohn gestand. Nach diesen Worten weinte die Frau und sagte dann, er ist tot, wir haben ihn in den Gully geworfen. Nach diesen Geständnissen wurde sie natürlich in Gewahrsam genommen. In der Zwischenzeit machten sich die Ermittler daran, alle Fälle von nicht identifizierten Leichen zu untersuchen, die entlang der Route des Paares von Houghton nach Chicago gefunden wurden.
Schon bald stießen sie auf den Fall einer Leiche, die von einer Frau beim Blumenpflücken in Mekong gefunden wurde. Doch so erfolgreich sie bei der Übernahme des Falles waren, so erfolglos waren die weiteren Ermittlungen. Die Verdächtigen erschienen am 28. März, 2 Tage nach ihrer Verhaftung, vor dem Cook County Circuit Court. Bei der Anhörung stellte sich heraus, dass die Polizei bei der Verhaftung der beiden einen Fehler bei den Papieren gemacht hatte und sie sofort freigelassen werden mussten. Dieser Formfehler wurde schnell korrigiert und das Ehepaar Jutila erklärte sich freiwillig bereit, an Michigan ausgeliefert zu werden, wo sie zuvor mit ihrem Sohn gelebt hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hilja jedoch bereits ihr Geständnis widerrufen und bestand auf ihrer Unschuld, die sie zu beweisen gedachte. Am 1. April 1966, bereits in Michigan, erschien Jutila vor dem Friedensrichter von Houghton County, Louis Gerbeck. Zu diesem Zeitpunkt plädierten beide Ehegatten auf nicht schuldig. Sie wurden ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen. Die Anwälte des Paares versuchten 3 Monate lang erfolglos, ihre Mandanten gegen Kaution frei zu bekommen. Während der Untersuchungshaft wurden die Eheleute nacheinander von dem Psychiater Ivan Likor untersucht. Der Arzt stellte in seinem Bericht fest, dass beide Eheleute normal intelligent waren und keine Anzeichen von Unzurechnungsfähigkeit oder Geisteskrankheit aufwiesen. Hilja zum Beispiel sprach fröhlich über ihren Adoptivsohn. Allerdings nur, bis es um seinen Tod ging, dann fing sie an zu weinen. William seinerseits beharrte darauf, dass er und seine Frau ihren Sohn sehr geliebt hatten und nur Schuld daran trugen, dass sie die Leiche in einen Gully geworfen hatten. Es dauerte etwa ein halbes Jahr, bis alle Nachforschungen und sonstigen für den Prozess notwendigen Aktivitäten abgeschlossen waren. Die ersten Anhörungen begannen erst im September 1966. Sachverständige, die die in Mequon gefundene Leiche untersucht hatten, Polizeibeamte, die das Paar verhaftet hatten, und zahlreiche Zeugen wurden vor das Gericht geladen. Ziemlich schnell wurde klar, dass die Staatsanwaltschaft trotz der Offensichtlichkeit des Falles nicht genügend Beweise hatte, um das Ehepaar Jutila des Mordes 1. Grades zu beschuldigen. Tatsächlich gab es außer ihren eigenen Aussagen nichts, was sie mit dem Mord in Verbindung brachte. Die Anwälte der Angeklagten, der Staatsanwalt und der Richter trafen sich wiederholt, um die Situation zu besprechen. Tatsache ist, dass die Medizin Mitte der 60er Jahre nicht feststellen konnte, ob die gefundene Leiche überhaupt zu Marco Jutila gehörte. Richter Gerbeck nahm sich viel Zeit, um alle Beweise und Aspekte des Falles zu prüfen und nahm sich sogar mehrere Wochen Zeit, um die Tonaufnahmen der Verhöre der Angeklagten durchzugehen. Am Ende kam er zu dem Schluss, dass die Argumente der Staatsanwaltschaft unzureichend waren und gab dem Antrag der Verteidigung statt, die Klage in vollem Umfang abzuweisen. William und Hilja Jutila kamen frei. Das Ehepaar kehrte in den Bezirk Houghton zurück, aus dem sie im Dezember 1959 geflohen waren, und lebte dort bis zu ihrem Tod so, als sei nichts geschehen. Hilja starb am 20. Januar 1988 im Alter von 63 Jahren. William verstarb nur 3 Monate später, am 23. April 1988, im Alter von 65 oder 66 Jahren, aber wie sich viele Jahre später herausstellte, war dies nicht das Ende der Horrorgeschichte. Im Jahr 2023 führte die Kriminalabteilung des Justizministeriums von Wisconsin in Zusammenarbeit mit dem Büro des Sheriffs von Ozaukee County und dem Kriminallabor der Stadt Madison einen DNA-Test an der 1959 gefundenen Leiche durch und lud das daraus resultierende Profil in die landesweite CODIS-Datenbank hoch. Aber es wurde keine Übereinstimmung gefunden. Da die Standard-DNA-Tests nicht bestanden, wurde das Material an das bekannte Outram-Labor in The Woodlands geschickt. Die Forscher investierten viel Mühe, aber am Ende zahlte es sich aus. 65 Jahre nach dem Mord wurde die Leiche als Chester Alfred Brainey, alias Marco Jutila, identifiziert. Die Trauerfeier für Chester Brainey fand am Freitag, den 15. November 2024 in der Kirche St. John's in Port Washington, Wisconsin statt. Der Trauerzug ging von der Kirche zum St. Mary's Friedhof. Die Kosten für die Trauerfeier und die Beerdigung von Chester wurden von Anwohnern getragen, die von seinem traurigen Schicksal berührt waren. Der Fall Chester Alfred Brainey war der 6. Fall in Wisconsin, der mit der von Outram Labs entwickelten Technologie gelöst wurde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm gerne einen Like. Das hilft sehr bei der Verbreitung.
Hinterlassen Sie auch einen Kommentar, um den Kanal zu unterstützen und das Video weiter zu empfehlen. Abonnieren Sie den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.